Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Moment. Was ist denn jetzt los? Temperatur überprüfen. Was denn für alte Leiden? Was hat denn Holmes für ein altes Leiden? Hallo da draußen. Zu einem neuen Fall von Sherlock Holmes. The temperature appears to be normal. Was kann man denn noch untersuchen? Kann man ihm irgendwie... Ach da, Pupillen, okay. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Oh mein Gott. I need to concentrate and count the heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but, what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Wie bitte? Oh no. Wir hatten gerade die Möglichkeit, 2 nackt aneinander gebundene und den Fall zu bearbeiten. So, ich habe jetzt schon eine Zeit lang nicht gespielt. Muss mich wieder reinfinden. Also, was haben wir denn? Treffen Sie Lestrade. Oder auch Lestrade. In den Thermen von Strand Lane. Ja, die antiken Thermen sollten bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch welche Geheimnisse, alten Flüche schlummern dort. Nur ein Mann kann ihnen auf den Grund gehen. Sherlock Holmes. Jo, schwarze Beete. Und wir haben das Rätsel auf den Gleisen. Ne? Das beides haben wir jetzt. Ihr wisst. Ja. Achso, eine Dampfpfeife. Nicht schlecht. Okay, dann. Nee, wir brauchen jetzt erstmal keine Harpuniere, sondern wir gehen irgendwo hin. Wollen wir uns umziehen?
Kommt, wir ziehen uns mal um. Manchmal weiß man ja nie, für was man sich umzieht. Ne? So. Komm, heute mal den Freizeitanzug. Weil ich denke mal, alles andere ist ja wieder... Gibt ja nichts. Ne? Gibt ja, der Bandit ist auch noch nicht... Komm, wir nehmen mal den Freizeitanzug. Hatten wir den die ganze Zeit schon an? Ja, wahrscheinlich, ne? Ach, kommt. Dann eben so. Könnten uns noch schminken. Hat man das Ding jetzt an? Ich kann es euch gar nicht sagen. Sieht alles gleich aus für mich. In den My archive. Ja, I can always consult with it. ja. Neue Briefe hier. This is where I keep my post. Was sagt denn eigentlich Watson dazu? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Tja. Aber Moment. Moment. Das ist... ja. Na, es nützt ja nix. Es nützt ja nix. Kann's ja auch nicht ändern. So. Wir fahren zu den Thermen. Ja, in London, da in Londinium, ne? Jeder Asterix-Leser weiß, dass da die Römer waren. So, Watson. Alles klar? Okay. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber die Namen, die habe ich nach 4 Sekunden wieder vergessen. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All 3 witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Aber schön, ne? So römische Thermen sind natürlich toll, ne? Also da kann man ja nun wirklich nichts sagen. Ich habe noch nie eine besucht. Ich muss das unbedingt mal noch nachholen. Ach so, wie war denn das? Ja, nee. Wie war... Ja. Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Ich möchte eigentlich nicht aus dieser Perspektive heraus hier jetzt. Ja, verdammt. Jetzt weiß ich nicht, wie man das eingestellt hat. Ja, das war's nicht. Das war's auch nicht. Damit konnten wir rennen, damit konnten wir laufen, damit konnten wir... Ah, Mann! Was, wie... Warum und weshalb? Wieso, weshalb, warum? Ja, was kann denn das noch sein? Ach, das hier. Entschuldigung. So, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kann man viel besser schauen, wisst ihr? Zum Beispiel die Fische hier. Ich finde es so liebevoll gemacht hier, ne? Und das ist eben schön, wenn man da einfach so ein bisschen durchlaufen kann. Und na, man kann das so viel machen. Man könnte ein ganzes Rollenspiel könnte man mit Rätseln versehen. Man könnte ein Frigidarium, habe ich noch nie gehört. Und ich kenne mich wirklich aus mit, eigentlich mit römischer Geschichte, ne? Aber ich habe noch nie was von einem Frigidarium gehört. Frigidarium. Ach so, weil es wahrscheinlich
Das ist doch kein Latein. Das ist doch verenglischt. Ja, Exitus ist klar, ne? Das könnt ihr sogar... Entschuldigung. Ja, ich hatte ja eigentlich mal Latein, aber... The steam room. Sudatorium. Mhm. Ah, Podyterium. The changing room. Hm. Nee, tja, da sind meine Lateinkenntnisse. Das seid ihr wahrscheinlich besser als ich. Ja, es ist halt, wenn man es Ewigkeiten nicht gebraucht, ne, dann... Ach, schaut mal hin. Schön, oder? So, jetzt aber ist gut. Hallo? Alles klar? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ja, ich weiß. Aber vielleicht sollten wir erstmal den Mr. Phillips hier... Obwohl, normalerweise müssen wir den wahrscheinlich dann eh nochmal... Aber wir schauen mal kurz. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. So, mein Junge, bist du dran. Jetzt wirst du total unter die... braune Augen. Mehr kann ich da nicht erkennen. Ach, eine Schnittwunde. Habt ihr eine Schnittwunde hier gesehen? Echt? Jetzt mal ohne mit der Wimper zu zucken? Schnittwunde. Ich sehe immer noch keine Schnittwunde. Rote Augen hat er. Ja, leichte Falten. Das hätte ich auch eventuell erkannt. Aber auf was sollen die leichten Falten hindeuten? Ein markantes Kinn. Ach nee, gestärkte Kragen. Aha. Okay. Penibel. Durch den gestärkten Kragen heißt es, dass er penibel ist. So, könnte es sein, weil... Also, oder stärkt ihr eure Kragen? Manchester City. Hätte man nicht gewusst, ne? Dass das das Zeichen von Manchester City ist. Goldene Knöpfe. Oh, glänzende, nee. Glänzende Knöpfe. Aha. Was haben wir? Oh, da haben wir was. Oktober? 9. 1894. Ein Telegramm. Wir kommen dann nochmal auf dich zurück, mein Freund. Momentan lassen wir dich mal. Philipps heute Morgen um 7:30 Uhr auf der Post. Ein Telegramm aufgegeben. Ja, das... Kann uns das irgendwie helfen? Wir untersuchen jetzt den Tatort. Vollkommen richtig. Geheimnisse und Flüche. Nur ein Mann.
Inspektor. Any progress, Mr. Oh nee, der Holmes? kommt. Ich habe gerade mal... Ja, schon. Wir wissen, dass irgendjemand ein Telegramm hier... So, wir könnten in diesen Raum gehen. Holmes, was sagst denn du dazu? What should we do next, Holmes? Ja, wir gehen in den Dampfraum. Die wollten ja das... Was war das hier? Frigidarium. Ach, das ist wahrscheinlich Refrigerator? Das hat doch bestimmt irgendwas mit Kühlraum zu tun. Are the steam rooms on the other side? Ja, Mr. Holmes? klar. Dann gehen wir eben in den Steam Room. So. Oh, schön. Ne? Ich möchte unbedingt mal in so einer Therme. Tja, die Römer, ne? Die haben sich's gut gehen lassen. Was könnte das für ein Gott sein? Poseidon? Aber Poseidon wird eigentlich immer anders dargestellt. Das ist ein anderer, irgendein Fischgott. Keine Ahnung. Irgendein verrückter Alt. Tja, Champagner ist super. Haben wir irgendwas da unten? Moment. Ein Weinetikett. Was sagt uns dieses... Was sagt ihr als Weinkenner? Ich kenne mich da nicht aus. Champagne. For a special occasion. Tja, wer weiß. Champagne. For a For a special special occasion. location. Vielleicht der Korken? Korken muss man immer untersuchen. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Oder während. Oder während. Kann man noch irgendwas erkennen? Eis. Eis, Eis, Baby. An ice bucket to keep the champagne chilled. Tjo. Damit hätten wir auch das. Moment. Eine Ölkerze. Und hier, oh, Moment, Kleidung. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Anzunehmen. Anzunehmen. Hier, wahrscheinlich dasselbe. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Und die hier? Clothes belonging to one of the suspects. Ich würde mal sagen, die ganzen Kleidungen gehören irgendwelchen Verdächtigen. Ja, denn auf rein in den Dampfraum wird jetzt heiß aufgepasst. Ja. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber jetzt mal ganz ehrlich, müssen die hier drin bleiben? Und vor allen Dingen der arme Kerl dort. Der schwitzt doch wie ein Schwein, oder? So, wir schauen uns trotzdem erstmal die Leiche an. So, mein Freund. Dein Gesicht ist blutüberströmt, besonders links auffällig. Hier insbesondere hat man eben das Auge. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Und dann ist es ihm aus Auge und Nase gelaufen, ne? Kann man vielleicht noch was sehen hier oben? Eigentlich nur die Wunden, ne? Okay, schauen wir weiter. Halt, Moment. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Jawohl, wenn das Auge angestochen wird, denkt ihr nicht, dass da ganz ziemlich viel Blut, und wenn es noch durch die Nase rausläuft? Ich denke, da kommt ganz schön viel Blut zustande. Yep. Some dirt or earth. I'll take a sample. Ja, mach mal. Wie machst du das? Some dirt or earth. I'll take a sample.
Hast du das jetzt schon genommen oder machst du das noch? Ach nee, der hat, ne? Okay. Dann ist ja gut. So, mehr... Doch, halt, Moment. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Moment, der war verheiratet, hat aber keinen Ehering mehr dran. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Doch warum? I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ja schon, aber vielleicht hat er gar nicht so unrecht. Schauen wir uns mal das Blut hier an. I should check this blood sample at Baker Street. Mhm. Das war doch auch so komisch mit der Analyse, ne? Da bin ich doch irgendwie nur durch Zufall drauf gekommen, oder? Ich weiß jetzt nicht. Moment. Wie hast du This das key jetzt? was covered in blood. I should ask Phillips about it. Boah, das hätte ich jetzt nie gesehen. Mr. Holmes, ne? Der hat natürlich hier Argusaugen. Da kommen wir nicht ran. So, jetzt. Jetzt, meine Freunde. Geduldet euch noch einen Moment. Ja, wir wollen erstmal hier den Dampfhebel. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ja, With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. na, wart mal ab. Wir haben ja Argusaugen hier. Das ist aber nur... Eigentlich nur... Hallo. Und? Geht's euch gut? Ist ganz schön warm hier, ne? Der Polizist, der wird natürlich hier, oder? Und? Das ist totaler Hitze hier, ne? Ich würde echt meine Sachen hier ablegen an deiner Stelle. So, na dann. Ja, dann ist es so. Ja, mehr gibt's ja hier nicht, oder? Übersehe ich hier irgendwo was? Nee, ne? Check. Puh. Also, es war wahrscheinlich... Es war wahrscheinlich ganz schön duster hier. Und da kann allerhand passieren. Die Brille hat eindeutig einen Sprung. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Ist möglich. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Woher weißt du, dass er nicht weitsichtig ist, zum Beispiel? The brazier is still burning. The heat here is extreme. It is too hot. I cannot reach into it. Komm, wir wollen das aber hier. I will need something to pick up this melted metal. Wir haben aber nichts. Dummerweise. Wir haben nichts. So, jetzt können wir mal die Jungs hier befragen. Junge. Blood traces wiped on the towel.
Ja, das spricht nicht für dich. Ja gut, es kann sein, der hat sich gerade noch so an dem festgehalten, ne? Aha. Wir fragen den mal als letztes. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Ach so, ja, die Waffe müssen wir... Na gut. Die könnte natürlich im Kohlebecken sein, irgendwie, ne? Ist anzunehmen, meines Erachtens. So, jetzt, Jungens. Was hast denn du zu sagen? It's horrible. I can't talk at the moment. Verstehe ich. I'm in shock. I don't want to talk. Ja, aber du... It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Ja, schon. Tja, schon. Tja, ich würde sagen, Watson, gehen wir wieder raus, ne? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Es wird langsam echt warm hier. The grid cannot be removed. Es wird richtig warm. Wahrscheinlich müssen wir das noch irgendwie removen. Puh. Vielleicht haben wir hier noch was übersehen? Vielleicht? Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Anscheinend eher nicht. Ja, wir könnten jetzt natürlich... Na komm, wir gehen nochmal. Wir könnten jetzt natürlich erstmal untersuchen, ne? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nö. None, Lestrade. Nö, ich würde aber gerne nochmal mit Mr. Phillips reden. Vielleicht haben wir ja was Neues, ne? There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Tja, wer weiß schon, ne? Wer weiß das schon? How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Das glaube ich eher nicht. Jawohl. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Tja, Mr. Phillips. Dann, das macht man einfach nicht. So, wir können zum Scotland Yard. Wir könnten natürlich auch erstmal in die Baker Street. Wäre für mich eigentlich günstiger. Wir analysieren mal die Blutprobe und analysieren außerdem den Schmutz. Ja, die Champagnerflasche haben wir eigentlich schon erfragt, ne? Mr. Holmes? Mr. Polizist? So, ja. Und wieso darf ich eigentlich nicht in dieses Refrigerator-Ding da rein? Ich will da rein. Oh. Moment. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop.
Aha. 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 Puh, da ist ja allerhand. Aber eigentlich ist da gar nichts. Oh, Moment. Ah, Fotonegative. Die müssen wir aber erst noch in positive verwandeln. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. 1888. Glass plate negatives, Ja, a remarkable Entschuldigung. method for recording ancient civilizations. Assuan? Heißt es Assuan? Kenne ich das mit den Ägypten? Ich glaube, den Fall kenne ich sogar. Sag mal, kann ich das nicht drehen, das Ding? Anscheinend nicht. A glass plate negative is missing. Das ist ja mal interesting. Moment. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Jeps. Ja, das ist der Fluch der Mumie. Ja, nee, nicht wirklich, aber trotzdem. Ja, wollen wir schauen, aber ich glaube, wenn die uns rausgefeuert haben, dann wird es hier anscheinend und wahrscheinlich nichts mehr geben, ne? Das ist eigentlich ganz gut gemacht, um ehrlich zu sein. Dann braucht man nicht 5 Stunden zu suchen, ne? So, was haben wir denn hier? Das Ding kenne ich. Ich kenne den Fall. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja, übrigens auch im Pergamon-Museum gibt es jede Menge. Das ist Wahnsinn, was die im Keller für Archive haben. Das ist ein wahrer Schatz, sage ich euch. Ein wahrer Schatz. Dort mal hin und eine Doktorarbeit geschrieben. Das wär's, sage ich euch. So, Tisch. Moment. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir die äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bandcliffe. Interesting. Ja, die Engländer haben natürlich auch durch ihre Kolonien, ne, waren die natürlich überall. Daily Mirror. Was sagt uns denn der Daily Mirror? Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bandcliffe nicht kennen. Es ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern im selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. House of Lords. Parlament, ne? Ist das Oberhaus. Das sogenannte Oberhaus. Stimmt. Wir könnten mal im Archiv nachschauen. Das ist ein guter Hinweis. Wir gehen auf alle Fälle mal in die Baker Street. Danke. Können wir die nehmen?
The Times. Was sagt denn die Times? Wundersame Fortsetzung der Ausgrabungen in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als aus dem Nichts der Ritter auftauchte. Sir Rodney Bandcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Natürlich nur bei uns. Verstehe ich. Wie hatte ich denn eigentlich das gelöst mit dem automatischen Speichern? Denn normalerweise müsste ich jetzt... Nein. Oh, ein Schild. Ein Schild. Ein römischer Schild. So. Aber erstmal ein Dokument. Jede Menge Dokumente. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handelt. Könnte ich euch auch nicht. Ich sag's, wie es ist. Das ist eine Tafel. Ich habe gedacht, das ist wirklich ein Schild. Das ist wirklich... Das ist kein Schild. Aber... Na gut, wollen wir schauen. Also hier vorne ist... gar nichts. Aber hinten... A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Aber hast du jetzt das Ding mitgenommen? Das war riesig groß. Oh, Moment, eine Amphore. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Haha. Okay. Sammelt da unten das... Es ist irgendwie von Interesse. Kann ich mich eigentlich hauen? Nee, ne? Konnte ich mich irgendwie ducken oder so? Ich kann mich gar nicht mehr sehen. Scheint's nicht. Tools used by archaeologists in their research. Tools used by archaeologists in their research. Aber irgendwas muss ja noch hier sein. Zange. Wartet mal, braucht man die Zange nicht? I will need these tongs. Moment. Zange? Das machen wir heute noch. Die Zange benutzen wir heute noch. Also, glaube ich zumindest. So. Ja, Regal, alles klar. Sonst... Mülleimer ist eigentlich immer von Interesse, aber in dem Fall nicht. Ja, da oben ist auch nichts, also raus. Wo geht's denn eigentlich hier hin? My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Tja, Mr. Holmes. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Tja, das ist eben Holmes, ne? Ja, die Frage ist, sollte das als Zufall, ich glaube ich auch, ne, dass gerade jetzt, ne, gerade in dem Augenblick, als wir hier kommen, aber schön hier irgendwie die Farbpigmente hier drin, ne? Irgendwas Christliches? Sieht so aus, ne? Ist das irgendwie... Ist ja meistens sind dann die... Obwohl... Das sieht gar nicht so christlich aus, aber davon abgesehen sind meistens die römischen Tempel und sowas, die sind dann von christlichen übermalt, überbaut und von christlichen Gebäuden, ne, überbaut worden. Also meist.
So, dann. Auf geht's. Wir gehen nochmal in die Steam-Kammer. Oder auch, wir müssen es uns mal merken hier, Sudatorium. Ins Sudatorium. So. So, die sind ja jetzt weg hier, ne? Tatsächlich. Wer hätte gedacht? So, wir haben eine Zange. Die möchte ich doch noch anwenden. So, tack. Juk, 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 juk. Wie kann man denn die noch bewegen? Was will ich denn eigentlich? Tuk, tuk. Aber ich will doch den Stein da hier. Ah. Verdammt. Verdammt. Ah. Ach so. Entschuldigung. Mal jetzt damit? I should analyze this melted metal. Okay, super. Dann können wir jetzt allerhand analysieren, ne? Wir können jetzt analysieren, wie wahnsinnig können wir analysieren. Geschmolzenes Metall aus dem Kohlebecken, sehr schön. Was wir jetzt alles analysieren können, ist ja der Wahnsinn. Aber nicht mehr die... Ich würde ja gern noch hier die Brille mitnehmen, aber... Wollen sie nicht, ne? Wir gehen... Ja, wir gehen nirgends mehr hin. Also ich hoffe, dass ich speichern kann. Ich hoffe es inständig. Also ich kann nicht speichern, aber das, wenn ich jetzt, das immer, wenn ich irgendwo anders hinfahre, dass es dann automatisch speichert. So, Mr. Polizist, aber wir fragen trotzdem nochmal den, ob der irgendwie Neuigkeiten hat. These baths are becoming sinister. Jo, das stimmt. Was juckst denn du dich hier am Fuß? Ach, das ist auch weiblich, ne? Okay. So, dann. Wo ist der Exitus? Hier. Ja, dann, ne? Also, wir sehen uns dann das nächste Mal in Holmes Quartier wieder. Ciao, ciao, ciao.